Jo, da sind wir. 5 Stunden Auto gefahren und jetzt sind wir in Polen. Wir werden jetzt erstmal die Gegend erkunden und dann schauen wir weiter. Heute ist Montag. Wir sind gestern Sonntag losgefahren. Halb 11 sind wir losgefahren aus Schleswig-Holstein nach Swinemünde in Polen. Liegt auf der Insel Usedom, ist nicht weit entfernt von der deutschen-polnischen Grenze. Und ja, wir sind gestern irgendwie 16 Uhr hier angekommen auf einem Strandparkplatz in Swinemünde. Ziemlich direkt in dem Touristen-Hotspot hier, wo wir tatsächlich eigentlich nicht so gerne sind. Aber wenn man 5 Stunden gefahren ist, dann nimmt man irgendwie alles. Das heißt, wir sind hier auf dem Strandparkplatz, sind hier gestrandet mit Freunden, mit 2 Wohnmobilen hier gestanden, sind dann nach einem kurzen Strandbesuch haben wir dann erstmal was gegessen, haben lecker gegrillt. Leider auf Asphalt, das wir nicht so gerne machen, aber ist nun mal so, das, was man kriegen kann. Ja, ist geil. Ich mag das auch mal gerne. Nach unserem Abendessen beim Grillen sind wir dann nochmal die Promenade hinten hier drauf gegangen. Und das war schon abgefahren. Also die Promenade ist hier absolut total neu, total vom Feinsten. Fette 5-Sterne-Hotels. Ja, wir sind jetzt unterwegs in Polen und hier gibt es keine Maskenpflicht, hier gibt es kein Corona. Und nachdem wir dann zurückgekommen sind, haben wir uns dann noch ein kleines Getränk genehmigt und sind nochmal an den Strand gegangen und haben uns den Sonnenuntergang angesehen. Ja, und dann gehen wir unseren Hobbys nach. Natascha macht Sport. Die Planung für heute ist, dass wir auf jeden Fall gleich mal die Sachen packen werden und uns dann auf den Weg machen, um den nächsten Ort uns in Polen hier anzuschauen. So, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht von Swinemünde weiter Richtung Osten, durften aber leider feststellen, dass die nördliche Fähre in Swinemünde leider keine Touristen mitnimmt. Also die Fähre darfst du nur befahren, wenn du aus Swinemünde kommst. Ja, das bedeutet jetzt nochmal für uns fast 5 Kilometer Umweg zur Fähre. Das Navi sagt eine halbe Stunde und jetzt weiß ich auch warum. Weil wir hier anstehen dürfen. Und zwar fast 2 Kilometer anstehen. Okay, so sieht's denn aus. Machen wir halt. Gibt es vielleicht gleich noch was zu essen dazu? Tagchen. Der Tag ist rum, der zweite Tag. Wir waren heute nicht so erfolgreich, es hat geregnet. Dann sind wir mit der Fähre rüber und wir haben den Regen ausgenutzt. Sind einfach gefahren. Wir haben ja tatsächlich gehofft, dass diese Straße, die wir uns ausgesucht haben, so ein bisschen an der Promenade, also direkt am Wasser entlang geht. War leider nicht so. Wir sind eigentlich kilometerweit durch Wald gefahren. War okay, aber links und rechts keine Parkplätze, nichts zum Anhalten. Ja, und immer wieder nur kleine Städte, die komplett darauf ausgelegt sind, auf Touristen. Also irgendwie alle 5 Kilometer ist ein kleiner Ort, wo dann ein Supermarkt ist und irgendwie eine kleine Kirmes auf dem Wochenmarkt. Ja, und irgendwann haben wir uns die Park for Night App vorgenommen, um den Stellplatz oder einen Stellplatz zu finden, einen Parkplatz zu finden, was auch immer, wo wir stehen können. Naja, nachdem wir dann irgendwie 3 Plätze abgefahren sind und
die es gar nicht gab. Da ist Park von Night absolut nicht aktuell, scheinbar auf diesem Abschnitt hier. Haben wir dann irgendwann haben wir gesagt, so jetzt haben wir die Schnauze voll, sind auf den Campingplatz gefahren, beziehungsweise auf den Stellplatz. Haben jetzt tatsächlich das erste Mal Geld in die Hand genommen, haben 15 € bezahlt, was absolut okay ist. Ja, dann waren wir noch kurz am Strand, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut. Massen von Menschen, also Wahnsinn, wie viele Touristen hier sind. Leider noch nicht so das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Naja, dann werden wir noch einen kleinen Drink nehmen und dann geht's gleich in die Kiste. Bis morgen. Hallöchen! Tag 3 ist am Start. Rechtzeitig aufgestanden, uns auf den Weg gemacht. Und jetzt sind wir in dem beschaulichen Ort genannt Lazy. Keine Ahnung, ob das wirklich Lazy heißt, ich weiß es nicht. Seht es mir nach, ich kann kein Polnisch. Jetzt auch tatsächlich nicht lernen. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen kiten gehen. Wir haben uns hier einen schönen Spot ausgesucht. Hier ist ein kleiner See direkt am Meer. Ja, wollen wir gleich mal eine Runde kiten gehen. Wenn 3 Leute auf meinen Schoß setzen würden, dann würde es echt Training sein. Aber Lazy passt. Wir sind jetzt irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden auf dem Wasser gewesen. Richtig Spaß gehabt. Und es pustet immer noch ganz schön. Es ist schon irgendwie abends 5:30, 6. Die Jungs sind jetzt noch mal draußen. Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich bin durch für heute. Wir chillen jetzt noch ein bisschen. Wir werden noch ein schönes kleines Alster trinken. Werden wir noch mal den Grill anschmeißen und werden den Abend mal richtig schön gemütlich ausklingen lassen. So sieht das gehört. Wer hat Geburtstag? Wer hat Geburtstag? Du, ne? Du hast Geburtstag. So, Tag 4 ist angebrochen. Heute ist mein Geburtstag. Und ich spiele doch gleich mal mit dem neuen Spielzeug, was ich von meinem Schatz geschenkt bekommen habe. Eine GoPro Hero 8. Traumhaft. Es ist windig, aber ich hoffe, der Ton kommt trotzdem ganz okay rüber. Und jetzt werden wir gleich mal zu dem nächsten Ort fahren, direkt ans Meer und gucken, ob wir dann eventuell auch noch mal kiten gehen. Also machen wir uns auf den Weg. Dann bis gleich. Den nächsten Ort, Dalowo nennt er sich. Wir waren eben ganz kurz einmal am Strand, haben ein bisschen die Lage gecheckt. Haben uns jetzt aber dazu entschlossen, dass wir auf jeden Fall mal in die Innenstadt gehen und uns was zu essen holen und mal ein bisschen gucken, was die Touristen hier so machen. So, Reisegruppe Nord hat den ganzen Nachmittag gechillt am Strand und am Wohnmobil, hat Sport gemacht und nun gehen wir zum Abendessen und werden mal schauen, was die polnischen Köche so für uns auf dem Zettel haben. Wir können uns jetzt mal ein richtig schönes 5-Sterne-Essen mit Plastikbesteck. Und Pappteller. Typisch polnisch.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Darlovko. Tag 5 startet. Wir haben hier auf dem Platz direkt am Meer gestanden heute Nacht. War extrem ruhig. Wir haben richtig geil geschlafen. Wir haben irgendwie 30 Zloty bezahlt, sind umgerechnet 7,50 Euro. Es gibt hier Toiletten auf dem Platz. Und ja, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg, fahren heute etwas länger und melden uns später.